Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Pflanzenvorstellung von Eifelherbs. Heute wollen wir über die Haselnuss sprechen. Der Haselnussstrauch oder auch gemeiner Hasel gehört zur Familie der Birkengewächse. Er kann bis zu 5 Meter groß werden, wird aber auch sehr gerne als Heckenpflanze benutzt. Er ist sommergrün, das bedeutet, so im Spätherbst verliert er seine Blätter. Die Blüten sind das erste Pink im Jahr, was fast keiner sieht, was sehr schade ist, denn die Haselblüten sind winzig klein und haben immer nur so einen kleinen pinken Puschel obendrauf. Die männlichen Haselblüten hingegen sind relativ groß und die kennt eigentlich so ziemlich jeder als die langen gelben Haselkätzchen. Im Spätherbst kann man die Haselnüsse sammeln, trocknen und dann essen. Wenn dir mein Video gefällt, freue ich mich über einen Daumen hoch. Und wenn du meinen Kanal abonnierst, vergiss bitte nicht, die Glocke zu aktivieren, damit du immer sofort Bescheid weißt, wenn neue Videos von mir online sind. In der Küche werden meistens leider nur die Haselnüsse verwendet. Als Nuss-Nougat-Creme oder aber als Backzutat für Brote oder im Müsli. Tja, was die meisten nicht wissen ist, auch die Samen im Vorfrühling kann man dafür wunderbar nehmen. Fürs Müsli, das schmeckt hervorragend, einfach eingestreut. Oder, so wie die Blätter ausgetrieben sind, sich die schönsten, frischesten Blätter aussuchen und diese ganz normal einlegen. Und dann kann man sie entweder auf Pizza streuen oder aber man kann sie auch mit Reis befüllen. Da gibt es wirklich viele, viele Möglichkeiten. Schmecken nussig lecker und ist nur zu empfehlen. In der Volksheilkunde oder der Pflanzenheilkunde werden vornehmlich die Blätter und auch die Blütenkätzchen verwendet. Die Blätter nutzt man als Tee getrunken, sehr gerne zur Blutreinigung oder auch bei Magen-Darm-Problemen. Die Kätzchen sind fiebersenkend und immunstärkend. Ein kurzer Steckbrief. Die Haselnuss gehört zur Pflanzenfamilie der Birkengewächse, den sogenannten Betulaceae. Wissenschaftlich heißt sie Corylus avellana. Verwendet wird die Rinde junger Zweige, die Kätzchen oder Blüten, die Blätter frisch oder getrocknet. Inhaltsstoffe sind unter anderem Gerbstoffe und Flavonoide. Angewendet wird die Haselnuss gerne bei Erkältungskrankheiten, Magen-Darm-Beschwerden und zur Blutreinigung. Eigenschaften sind antibakteriell, fiebersenkend, astringierend, antiviral und blutreinigend. Kommen wir zu meiner Lieblingskategorie Wissenswertes über die Haselnuss. Es gibt viele, die glauben, dass die Haselnüsse die Libido der Frau steigern können und die Stehfähigkeit von Männern beeinflussen. Man vermutet, das würde durch einen hohen Zinkanteil in den Nüssen kommen. Auch gibt es immer wieder Aussagen, dass durch täglichen Nussverzehr die Zahl der Spermien erhöht oder gesteigert werden kann. Ob es stimmt oder nicht, ehrlich, ich habe keine Studien gefunden, die das anhand von nachvollziehbaren Untersuchungen nachweisen könnten. Früher gab es den Ausdruck in die Haseln gehen. Das beschrieb den Umstand, dass ein junges Mädchen mit einem Mann in die Büsche verschwand und um vorehelichen Sex zu haben. Das war natürlich gerade im Mittelalter ein echtes Problem und dann gab es ein Zeichen,
das jungen Frauen anzuhängen. Es wurde nämlich in der Nacht zum 1. Mai wurde ein ungeschmückter Haselstrauch Ast diesem jungen Mädchen vor die Türe gestellt oder gebunden und so konnte am nächsten Morgen jeder im Dorf sehen, was das für eine ist. Natürlich gab es da auch ganz viele, die einfach zickig waren, weil sie nicht drangekommen waren und dementsprechend da eine Hasel hingestellt haben, um diese Frau zu diffamieren. Tja, Mobbing gab's wirklich auch im Mittelalter. Die Haselnuss war aber auch immer ein Zeichen für die Fruchtbarkeit. Schon bei den Kelten und den germanischen Völkern wurde sie halt als Symbol dafür gefeiert und auch genutzt. Und man war der Meinung, dass die rohe Nuss ein Zeichen der weiblichen Sexualität ist und die reife Nuss sollte dann die männliche Sexualität symbolisieren. Es könnte natürlich daran liegen, dass es ja auch männliche und weibliche Blüten gibt. Und der Glaube, dass ein gutes Haselnussjahr jede Menge Kinder hervorbringt, hat sich wirklich bis ins Mittelalter gehalten. Natürlich sagt man der Haselnuss auch magische Fähigkeiten nach. So wird zum Beispiel laut Harry Potter Wiki gesagt, dass das Holz der Haselnuss auch gerne als Zauberstab verwendet wird und es eigentlich nur für Meisterinnen geeignet ist. Aber auch als Wünschelrute wird die Haselnuss sehr, sehr gerne genommen, weil sie wohl in der Lage ist, am besten Wasseradern aufzuspüren. So, das war's für heute. Ich freue mich, dass du bis hierhin zugeschaut hast und wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch. Wenn dir der Kanal gefällt und du ihn abonnieren kannst, drück bitte unten auf den Abonniert-Button und denke immer daran, auch die Glocke zu aktivieren. Dann wirst du sofort informiert, wenn ein neues Video von mir online ist. Bis dahin wünsche ich dir eine schöne Woche.